Nach 750 Meter habe ich das Dorf Böt verlassen. Guten Morgen, Leute. Wir laufen jetzt in Zuid-Limburg in den Niederlanden, ungefähr 15 Kilometer. Es ist heute der 10. November. Es ist wolkig. Die Sonne scheint hinter die Wolken, man sieht es ja. Und das ist eine Wanderung durch Südlimburg, also das soll schon eine schöne Gegend werden. Und wir werden da einiges noch filmen. Also Leute, viel Spaß mit diesem neuen Video von Theo. Ich komme nicht mal aus meiner Wörter heute Morgen, ne? Unglaublich. Aber es wird heute bis zu 12 Grad. Ja, schöne Temperatur für 10 November, ne? Und da geht schon los, ne? Die ersten Stufen. Und hier ist es nicht flach, hier ist es hügelig. Schaut den Blick mal an, Leute. Wow, wow, wow. Und das schon nach 950 Kilometer. Und hier sieht man schon die Weinreben, ne? Ganz voll mit Weinreben, soweit man sehen kann. Und hinter mir gleich so. Nur da ist eine Hecke, da sehe ich es nicht. Und wir gehen nach unten. Und dann geht das den Berg hoch, Leute. Und wie? Wow. Aber da gibt es Stufen. Heilige Scheiße. Wow. Läuft sich auch nicht besser. Und Pferden. ...1,88 Kilometer gelaufen, Leute. Und das geht ja rauf und runter. Das wird schon noch eine schöne Tour heute.
Man sieht hier vorne wieder, wie es hochgeht. Also, ja. Und hier, wenn es matschig ist, kann man über den Holzpfählen laufen. Ganz einfach. So kann man es auch machen, ne? Zack. Seht mal den Hang hier, da muss ich rauf. Und da sind wieder Treppen. Und die gehen wir rauf. Man kann auch neben die Treppen laufen und das ist noch steiler. Wir gehen wieder den Berg herunter und das läuft sich hier gut, ne? Dieses Pfad ist wieder asphaltiert, also da kann man sehr gut laufen. Und das geht ja richtig runter, ne? Ja Leute, diese Fahrt hier ist eine Katastrophe. Es ist suchen, es ist matschig, es ist nass. Also, da hat Komoot mal einen schönen Pfad ausgesucht, ne? Wenn jetzt weit weg von dem Pfad, dann wo den Pfad läuft, da kann man gar nicht laufen. Also ich versuche mich irgendwo da durchzumogeln hier. Und in 250 Meter muss ich nach links. An der anderen Seite der Bach ist ein schöner Pfad, wo man trockenen Fußes laufen kann. Nur das Problem ist, dann kann ich nicht nach links. Weil dann muss ich ja durch den Bach wandern, das geht ja auch nicht. Und das Wasser sieht nicht sauber aus hier. Weiß nicht. Es lief sich so gut auf diese Strecke bis jetzt. Noch 4,8 Kilometer laufen in ein Dorf hinein. Ich vermute Wolfhagen. Ich habe keine Ahnung, was ich denke. Und sind wir raus aus der Pampa. Und da steht ein Ortsschildbord. Ein Ortsschild. Wir gehen wieder zurück im Dorf, aber wie ihr seht auf dem Ortsschild ist das hier Schinnen. Also da war ich auf dem falschen Dampfer. Dann laufen wir jetzt wieder Schinnen hinein. Ja? Ganz einfach. Und 2 Wanderer vor mir.
Ja Leute, nach 4,47 Kilometer verlasse ich Schinnen wieder. Und wir haben fast ein Drittel der Tour drauf. Ne? Das ist ja 15 Kilometer. Also brauchen wir noch eine gute 10 Kilometer. Ja Leute, nach 4,79 Kilometer eine kleine Trinkpause. Denn wir sind ja nicht auf der Flucht, ne? Das ist heiß. Oh, das ist ja Löwenzahntee, ne? Und hier haben wir schöne Aussicht, ne? Den Hang ab, den Hang hoch. Also ja, es geht schon, ne? Und Komoot hat mich wieder, ja, wie soll ich sagen, verarscht, ja. Denn ich konnte ja an die andere Seite des Bach laufen. Da war ja eine Brücke mit Steine. Das wusste ich ja nicht. Denn er sagte, ich musste links entlang dem Bach laufen. Aber ich hatte doch rechts entlang dem Bach laufen. Da hatte ich den ganzen Matsch nicht gehabt, ne? Also das wusste ich ja nicht. Ich wusste nicht, dass man da über den Fluss kann. Naja, okay. Oder besser Bach kann. Es ist nicht anders, ne? Und heute bin ich mit das Video von Belgien, das bin ich jetzt am Bearbeiten. Und das war auch eine spannende Geschichte, ne? Wenn ihr dieses Video seht, habt ihr das Video von Belgien schon gesehen, ne? War auch viel Matsch. Und da war ein großes Wasser auf der Straße, ne? Richtig groß. Da konnte ich nicht drumherum. Aber da war ein Bauzaun. Und da bin ich entlang dem Bauzaun gekrochen, ne? Einfach reingeklettert und entlang der Bauzaun gekrochen. Also das war richtig sensationell. Da hang ich in dem Bauzaun, ne? Und da war nur Wasser unter mir. Naja, okay. Man muss eigentlich mit 2 Leuten sein, dann kann einer das filmen, ne? Das wäre mal schön, wenn man so eine Sache filmen könnte. Denn das ist ja richtig Abenteuer, ne? Aber ich bin da trockenen Fußes durchgekommen. Und auch Belgien, das war eine schöne Tour. Das war eine verdammt schöne Tour. Die war ja 25 Kilometer. Ja, 10 Kilometer länger als diese Tour. Naja, okay. Ich mache mal eine Pause weiter und dann laufen wir einfach wieder weiter, Leute. Das läuft sich ein bisschen schwierig, Leute. Ein klein bisschen schwierig. Das ist ja wie eine Wasserrinne, ne? Schau dir all das Holz hier an. Wow, wow, wow. Man läuft einfach durch eine Rinne.
Eine Kapelle. Sieh mal an, aber die ist natürlich geschlossen. Aber man kann reinschauen. Die Sprache bin ich nicht mächtig. Aber ich denke, Google Translate schon. Oh. Ist das ein Ding? Nee, muss ich nicht sein. Da muss noch ein Pfad sein. Wo muss ich dann hin? Kommod. Treppen, Leute, Treppen. Treppen runter. Und Treppen hoch. Glaube ich halt ganz. Nein, nicht gut. Weiter Treppen runter. Oh Mann, der Kommod ist zu. Müssen ganz runter. Ein schöner Pilz. Dornengestrüpp. Heiliger Scheiße. Durch meine Jeanshose gestochen. Unglaublich. Eine Müllermolen, Brasserie. Leenweg da. Mal eine Runde schwimmen, Leute. Kann man hier machen, ne? Das sind Fischer. Unglaublich.
hier gehen wir über eine Brücke. Seht das mal an hier. In Belgien haben die ja keine Lehne an der Seite, ne? Aber hier schon. Ne? Ja, hier geht es natürlich runter. Das ist natürlich das Problem hier. Lass die Kamera mal eben mitlaufen. Ne? So viel zu sehen auf dieser Wanderung. Wahnsinn, das kann man einfach nicht glauben. Tote Birken, wow, alle tot. Das ist wieder die Gelänweg, nur von der anderen Seite, ne? Andere Straße. Viel Verkehr hier. Da sieht man die Gelänweg wieder. Hier kommen wir an ein Dorf, ich habe keine Ahnung. Ich sehe nirgendwo ein Ortsschild. Okay, gut. Wahrscheinlich eine Schule hier, vermute ich. Und wir laufen entlang die Gelänweg über einen Pfad hier. Geschlossen wegen Arbeit. Also das ist unglaublich. Jetzt kann ich da nicht weiter. Na, das ist mal schön, ne? Rehe, Leute, Rehe. Da sehe ich einen Hirsch, glaube ich. Ah, Leute, alles gut? Alles gut? Ich werde jetzt auf die Karte laufen, weil ich muss irgendwo drumherum. Ne? Das wird wahrscheinlich ein Umweg. Mal ein Strauß hier, Leute. Wie geil ist das denn? Oder ist das Emu? Nein, ich denke an Emu. Nach 9,2 Kilometer verlasse ich Schenne wieder. Es ist ein bisschen schwierig zu sehen. Ne? Das Schild steht ja komplett falsch. Ich hoffe, dass ich es drauf habe. Und die Frau sagt, ich kann hier nach links und dann kann ich wieder zurück entlang des Wassers, sagte sie. Dann sind wir wieder zurück auf die Strecke. Ne? Sind nur 40 Meter. Die sind an den Bäumen an Arbeiten, sagte diese freundliche Frau, die ich da gesprochen habe. Also sie sagte, man kann da durch. Also werden wir sehen. 9,38 Kilometer gelaufen.
Das sind eine gute 5 Kilometer. Und dann sind wir wieder zurück auf die Strecke. Ne? Das war mal eben ein bisschen problematisch, aber es hat sich ja gelohnt. Ne? Und ich sage das auch zu den Leuten, die da liefen, das ist ja einfach, da gab ja einiges zu sehen. Also es war schon gut, dass wir da gelaufen sind. Aber es ist hier sehr viel los. Jetzt kommen wieder Fahrradfahrer. Hallo. Hallo. Und wieder ein Fußgänger. Also es geht ja Schlag auf Schlag. Schloss der Borch. Okay. Hier kann man rein. Also gehen wir rein. Also Schloss der Borch sieht man hier. Guck mal. Guck mal. Noch was für das Auge, ne? Wow, 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 wow. Die Tür konnte mal ein bisschen Farbe gebrauchen. Aber da wohnen Leute drin. Und da ist man dran am Arbeiten. Ich gehe da mal rein. Das lasse ich mich nicht entgehen, ne? Früher eine Brücke. Sieht man, wo die Seile waren. Das ist eine Kapelle. Ich denke, dass man hier rein kann, weil es steht nirgendwo, dass man das nicht darf. Eine Kapelle hier. Das ist ein Wohnhaus. Da wohnen Leute drin. Okay. Wauw. Oh, keuken. Hier is de kookstudio. Ja. Wat we dan doen, we verhuren deze vleugel aan groepen. En die huren het voor een dag of twee, die huren ze het af. Met alle kamers erbij. Dan hebben ze hier een familieweekend, bijvoorbeeld. Ja. Of jaargroepen, weet je wel. Of, nou ja. Jachtgroepen, ja. Hockeyvereniging 1983. Ja, ja. Reunietjes. Dat doen we hier. Dan gaan ze in die ruimte, daar gaan ze dan... Ik zie ook een beetje nog een traditionele keuken, nou, niet modern. Het zijn wel moderne apparaten, maar het ziet toch een beetje meer rustiek uit. Ja, dat moet ook. Je zit niet in een modern huis. Daar hebben we dan de... Die lambasering vind ik altijd mooi in die oude gebouwen. Ja, zo. Echt geweldig.
Ja, diese Tour kann nicht mehr kaputt, Leute. Gar nicht mehr. Denn ich habe den Eigentümer des Schlosses getroffen. Sieht man hier Wasser, ne? Und darf in dem Schloss rein. Ich habe da Videos gemacht, Fotos gemacht, Leute. Es ist unglaublich. Leider war ich meine Sony-Kamera vergessen. Denn die wollte ich benutzen, aber die hängt am Ladekabel zu Hause. Bin ich komplett vergessen. Also habe ich mit der Insta360 gemacht. Ich hoffe, dass es ein bisschen gelungen ist. Aber ich habe Fotos mit dem iPhone gemacht. Also, das ist wahnsinnig, was mir heute passiert ist. Das ist jetzt schon eine super gelungene Wanderung. Hier geht's richtig runter, Leute. Guck mal die Aussicht. Ist das nicht super geil? Wir sind auch in der Nähe von Schlosterburg. Haben jetzt 10,7 Kilometer gelaufen und müssen noch 5,33. Also es werden 11 Kilometer. Ja, maar niet uit. Nee, maakt zeker niet uit. Ik heb voor ja, stroken. Ze stroken, ja. Nee, ik doe even de beek filmen. Mooie opnames, hè? Eine Kapelle. Und da steht ein Haus hier, ich sehe es ja. Das ist unglaublich. Okay. Eine Brücke. Da ist natürlich die Gelänweg. Und hier kommt ein kleiner Bach. Der geht unter die Brücke. Und endet da in die Gelänweg. Und dann gehen wir hier wieder über eine große Brücke. Ne? Müssen wir durch den Tor. Wow. Was ein Bau. Das sieht auch aus wie ein Schloss. Eine Kapelle rechts. Ich weiß es nicht.
Das ist erstaunlich. Was für ein Bau. Oh, falsch gelaufen. Das ist sehr gespenstig im Wald. Die Bäume liegen da, ne? Sehr gespenstig. ...700 Meter durch diese Gosse? Okay. Schau dir das Ding mal an. Wow. Ich sehe überall diese kaputten Tore. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist wieder ein kaputtes Tor. Und man kann einfach weiterlaufen. Ne? Kann sein, dass das von einem Schloss ist. Dass das früher mal gesperrtes Gebiet war. Kann sein. Raus aus dem Wald. Und es geht hoch, Leute. Es geht hoch. Also, von die Leute gehen wir Richtung Zweighausen. Also das wird südlimburgische Hügellandschaft. Da müssen wir durch und durch. Haben schon mehrere von diesen Toren gehabt heute. Und da kommen wieder Leute. Ja Leute, in 3,27 Kilometer bin ich bis zum Auto. Also Leute, das ist nicht weit mehr. Wir sind bei Zweighausen jetzt. Ich musste das Mikrofon ausmachen, weil das ist ungefähr leer. Aber das macht nichts. Ich mache jetzt mal eine kleine Pause, einen Apfel und was trinken. Und dann werden wir weitersehen. Es war eine sehr gute Wanderung heute. Das ist definitiv wahr. Ich weiß nicht, was wir heute noch zu sehen bekommen, aber ich denke, dass wir jetzt in bewohntes Gebiet kommen, dass ich nicht mehr so viel brauche zu filmen. Wenn ich nicht an die Abmoderation komme, dann jetzt schon danke fürs Zuschauen und gebt das Video ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Abonnieren den Kanal und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ciao, ciao, Ihr Theo. ...13,6 Kilometer verlassen wir Zweighausen. Noch 2,47 Kilometer bis zum Auto.